Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich meiner Häkelprojekte. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelprojekten. Letzte Woche ist es ausgefallen. Ja, irgendwie kam ich nicht dazu. Das tut mir sehr leid. Ja, es ist leider so. Was will man machen? Ja, als allererstes zeige ich dir die Projekte, an denen ich zurzeit häkel. Und dann habe ich mir noch die Projekte hergelegt, die sozusagen noch ein bisschen schlafen. Und ich habe eine Sache neu ausprobiert. Ja, mehr schlecht als recht. Aber ich dachte so zum Üben, mein Gott, und jeder fängt mal klein an. Also von daher dachte ich, zeige ich das auch einfach. Ja? Nur, dass du so ungefähr weißt, was jetzt auf dich zukommt. Ich freue mich natürlich, wenn du mich hier bei den Projekten begleitest. Ja, als allererstes ist hier die Sternenweste. Da kam jetzt ja eine Reihe, 2 Reihen dazu. Da oben sind die Armausschnitte und es ist noch jede Menge Garn übrig. Das ist das Garn von Miss Pimpinella. Nicht, dass du jetzt denkst, das war ein Tempo oder sowas, sondern das ist ein Stückchen von einem Trocknertuch. Das lege ich manchmal einfach mit dazu, wenn ich es im Gebrauch hatte. Und dann kann das hier noch so ein bisschen nachduften im Beutel, im Projektbeutel. Also wie gesagt, ein Garn von Miss Pimpinella. Das ist ein Etsy-Shop. Und das ist der OV15. Er ist vielfältig und hat 900 Meter. Und du siehst, es ist in schönen Pastellfarben. Und es ist noch jede Menge übrig. Und das darf noch so langsam und stetig in diese Weste reinwachsen. Die Weste häkle ich mit einer Dreiernadel. Und es ist das V-Muster. Also hier siehst du es, ein Stäbchen, eine Luftmasche und dann nochmal ein Stäbchen. Ja. Sehr schön, also gefällt mir sehr gut. Ich werde jetzt hier oben hingehen an den Schultern. Da habe ich ja jetzt immer noch mit Ecken gearbeitet und das wird jetzt einfach in das Runde einmal überlaufen, damit das so schöner nachher anfängt zu liegen. Ja, das ist einmal die Sternenweste. Ich mache den Markierer ab und das da ist immer mein Schlaufenhalter. Der kommt auch noch mal dran. Dann zieht sich nämlich meine Schlaufe nicht auf. Oder meine Maschen ziehen sich nicht auf. Und dann kommt das kleine Kätzchen. Das ist auch aus dem Shop von Miss Pimpinella. Kommt dann einmal hier dran. Damit man den Fortschritt von der Woche, die jetzt kommt, nochmal sieht. Ja. Die Weste ist schon recht groß. Also ich hätte nicht gedacht, dass das trotzdem so schön groß ausfällt. Aber wie gesagt, sie darf noch ein bisschen wachsen. Die darf ruhig so eine längere, ja, wie nennt man das? So eine Länge von so einem Trenchcoat und einem Mäntelchen darf die schon geben und deswegen kann die ruhig noch ein wenig wachsen. Das
war das erste Projekt, an dem ich gearbeitet habe. So, ich lege das mal hier rüber. Dann habe ich noch ein ganz klein wenig hier an der Decke gearbeitet, aber da kam auch nur anderthalb Reihen oder eine Reihe eigentlich nur dazu. Da wechsle ich immer nach Lust und Laune einfach das Muster und die nehme ich mir auch nur, wenn ich gerade nicht weiß, auf was ich genau Lust habe, und dann darf die Decke hier einmal herhalten und wachsen. Ja, die häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Und das Garn ist hier in der Bobblebox. Das ist von den Märchengarnen ein Garn. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, also genau wie das von Miss Pimpinella. Es wiegt 260 Gramm, ist vierfädig für eine 3er bis 4er Nadel und ist WF3. Ja, und so einen zarten lila Flieder Weißverlauf. Ja, das ist einmal die kleine, noch kleine Deckel. Deckel. Die kleine Decke. So rum. Jetzt habe ich den Deckel gerade zugemacht und an den Deckel gedacht. Ja, manchmal hat man das. Da ist der Kopf mit was anderem beschäftigt, als das man sagen will. Ja, das ist jetzt das zweite Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Dann, obwohl ich habe an allen gearbeitet. Fällt mir jetzt gerade so auf. Dann habe ich noch hier in meinen Beutelchen, da ist jetzt auch so ein Stück vom Trocknertuch noch mit drin. Ich hole mal gerade raus. Und zwar ist das hier die Drachenkönigin aus dem Etsy-Shop von Unikatis Bobble von Kathrinchen Kirschblüte. Das ist wie gesagt die Drachenkönigin, hat 1000 Meter, ist vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl, für eine 3er bis 4er Nadel geeignet. Darf sich nicht wundern, der ist so ein bisschen zerfleddert, weil ich den ja immer wieder raus und reinhole oder reintue in den Beutel. Ja, und Vanille ist fast aufgebraucht. Da kommen wir dann hier in diesen beerigen Ton, was auch sehr, sehr schön ist. Ich lasse den jetzt mal draußen. Vielleicht gucke ich auch, dass ich für den ein anderes Zuhause finde. Das Tüchlein klemme ich gerade fest. Ja, und da ist drin einmal meine Weste. Das hat gestartet mit Weiß und Vanille und ist dann in diesen lila Ton übergegangen und er hat jetzt schon gewechselt. Hier siehst du es ein bisschen besser. In ein Faden, zwei Fäden lila und 2 Fäden Vanille. So. Und das wird einfach so eine ganz normale Weste, die man dann schön einfach drüber ziehen kann. Da habe ich hier oben alles mit
den Teil mit Stäbchen gemacht. Hier oben ist ein kleines Muster mit Reliefstäbchen drin. Und jetzt habe ich diese 3 Stäbchen in eine Masche gemacht. Ich dachte, dann ist das hier unten noch mal ein bisschen lockerer und luftiger. So für den Übergang fand ich das sehr, sehr schön. Ja, da hatte ich dir das gezeigt. Da hat das wohl gerade hier noch mit den Stäbchen geendet und das kam jetzt dann dazu. Lässt sich auch super schön häkeln, also es ist wirklich eine schöne Wolle, ein schönes Garn und das gleitet schön über die Nadel. Sehr, sehr angenehm. Ja, das ist einmal die Weste. Und dann habe ich noch, ich lege sie gerade noch rüber, dann habe ich noch 2 Sachen. Eine Sache hat mich jetzt ein bisschen Nerven gekostet, obwohl Nerven hat es mich nicht gekostet. Nee, das ist nicht richtig. Aber das habe ich mir einfacher vorgestellt, als es überhaupt war. Ja, und zwar mein Hexagon-Kleid. Das Oberteil ist fertig. Es ist zusammengenäht, es passt schön. Hier oben der Halsausschnitt oder der Ausschnitt ist super. Aber zuerst einmal kurz zu den Daten. Das häkle ich hier mit einer Dreiernadel, oder zumindest die beiden Hexagon habe ich mit einer Dreiernadel gehäkelt, mit der Prüm. Und mit diesem Garn Flowers Moonlight 53% Cotton, 43% Pack und 4% Polyester. 1000 Meter, das hier ist jetzt noch übrig. So einen habe ich nochmal übrig, weil ich diesen Bobbel zweimal hatte und daraus jeweils ein Hexagon gehäkelt habe, damit das hier von dem hellen und dem Verlauf halt immer ungefähr gleich ist. Und jetzt kommt hier aus den Resten sozusagen der Rock dran. Ja, und was soll ich sagen? Ja, es war ein bisschen schwieriger für mich. Ich meine, ich bin ja ich bin kein professioneller Handarbeiter, Häkler, wie man das auch immer nennt, sondern ich mache das wirklich alles nur als Hobby und gucke, wie es mir gefällt und wie es mir passt und wie was für mich geht. Und ja, ich probiere halt relativ viel aus für mich dann und wenn das dann für mich geht, bin ich soweit zufrieden. Ja, was hat mir Schwierigkeiten gemacht? Es war einmal hier hinten oder beim Zusammennähen sozusagen oder schon vorne dran eigentlich. Ich habe beide Teile anprobiert. Ich hatte die so mit den Klemmerchen, mit diesen Klemmerchen zusammengesteckt und habe es dann anprobiert. Das mache ich immer, bevor ich ein Oberteil irgendwie schließe. Ja, und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es zwar passt, aber ja, da mein Brustkorb, weiß ich nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ein bisschen größer ist und ich ja auch Brust habe,
hat das alles nicht so gut ausgesehen. Also es war dann sehr auseinandergezogen an manchen Stellen und das hat mir dann halt nicht so gut gefallen. Und deswegen bin ich hingegangen und habe jeweils hinten noch eine Reihe von hinten am Rückteil dazu gehäkelt. Ja, habe das aber nur bei einem Hexagon gemacht. Also bei diesem Hexagon hier habe ich noch 2 Reihen, aber nur hier auf der Seite dran gehäkelt. Dadurch hat sich aber jetzt diese Naht hier verschoben. Du siehst es hier oben. Ja, die Naht ist hier und sollte eigentlich hier sein. Ja, das hatte ich aber nicht bedacht. Und das ist mir dann auch erst später aufgefallen, wie ich dann schon den Rücken zusammen hatte, weil ich da nicht mehr hingegangen bin und habe vorher getestet, sondern habe es dann einfach zugenäht. Weil ich dachte, passt schon. Ist auch nicht schlimm, es passt, aber jetzt ist die Naht halt hier hinten so ein bisschen verschoben. Aber ich glaube, das sieht man nachher nicht mehr, wenn man das trägt. Ja, aber so gab es wenigstens so ein kleines bisschen mehr Spielraum und dadurch hat sich dieses Auseinanderziehen der Maschen gelindert. Ich meine, ich ziehe da immer noch mal was drunter, deswegen ist es nicht schlimm, wenn sich da so ein bisschen die Maschen auseinanderziehen. Das ist nicht schlimm, da ich ja noch was drunter habe. Ja, ja, genau, so. Deswegen passt mir das so. Ist das okay? Und ich finde es auch eigentlich ganz schön, dass sich das hier so ein bisschen einrollt und hier am Kragen auch. Ja, da ist nichts anderes gemacht. Ich habe einfach nur hier aufgehört zusammen zu häkeln. Also ich hatte das dann umgedreht und habe von hier aus gestartet, habe geguckt, wo meine Maschen sind, habe immer geguckt, dass die Maschen 1 zu 1 übereinander liegen und habe sie dann einfach zusammengehäkelt. Ja. Du siehst es, hier oben drüber läuft die Naht sozusagen. Und habe dann einfach hier aufgehört, nachdem ich so ungefähr geguckt hatte, wo es mir am besten gefällt, und habe dann den Faden hier vernäht. Und sonst habe ich hier nichts mehr dran gemacht. Ich hätte jetzt noch hingehen können und du hättest das auch noch weiter schließen können. Aber ich wollte ja noch mit dem Kopf durch und ich wollte, dass das halt am Hals ein bisschen weiter weg ist, also weiter weg vom Hals ist, dass das nicht so dicht ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, das so zu machen. Hinten die Naht ist auch innenliegend. Also da ist das hier. Hier ist sie glatt. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Am Arm habe ich es anders gemacht. Da habe ich das nach außen gemacht, dass man diese Naht sieht, diesen kleinen Verlauf, diesen kleinen Steg. Und hier drin sieht man dann halt nicht innen. Aber das fand ich ganz schön. Ich dachte, das ist nochmal wie so eine kleine Zierkante oben. Genau, und wie gesagt, das hier habe ich mit einer Dreiernadel gehäkelt. Und aus dem Rest, auch von dem zweiten Knäuel, möchte ich jetzt hingehen und hier noch einen Rock dran häkeln. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich den Rock einfach nur aus Stäbchen laufen lasse oder ob ich das Muster hier einfach wieder aufgreife und runterlaufen lasse. Aber ich glaube, wenn ich das Muster aufgreife, dann zieht sich das wieder so stark zusammen und dann ist das nicht mehr so schön. Weil dann müsste ich wahrscheinlich noch Maschen dazu nehmen und ich glaube, das fällt
vielleicht zu stark auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat damit jemand Erfahrung und kann mir da einen Tipp geben. Denn ja, das wird mich schon sehr interessieren. Und wenn nicht, probiere es einfach aus. Probieren geht über Studieren. Ich teste das dann einfach. Fertig. Ja. Da ist die Markierung. Da habe ich aufgehört das letzte Mal oder habe ich es das letzte Mal gezeigt. Und da kamen die paar Reihen jetzt noch dazu und das Zusammennähen. Den Markierer nehme ich jetzt ab und setze den einfach hier unten mal dran. Und dann versetzen wir den, wenn ich es das nächste Mal zeige. Ja, also das geht jetzt auch seinen Weg. Es ist ordentlich schwer. Das hätte ich nicht so vermutet, aber gut. Was will man machen, ne? So. Dann das. Und dann habe ich noch was ausprobiert. Zur Vorwarnung. Ich habe, also das ist der erste Versuch. Ich habe es halt, wie gesagt, probiert. Es ist nicht so schön. Ja, es ist auch nicht ebenmäßig. Aber ja, ist halt so. Ich finde es trotzdem schön. Und ich mag das ja ganz gerne, wenn man halt sieht, wie ein Projekt entsteht und wie es wächst, auch wenn da ein Fehler drin ist. Für mich persönlich ist das nicht schlimm. Du siehst, es sind Stricknadeln. Ich habe hier einmal von Gründel das Garn Pretty. Ja, da sind die Daten zu dem Garn. Es ist 100% Acryl, aber ich dachte, das geht dann auch relativ gut zu waschen, wenn man mal draufkleckert. Je nachdem. Und ich meine, du siehst das, es ist halt, ne? Ja. Probieren geht über Studieren. Fertig. Ja, so. Es soll eigentlich vielleicht irgendwann einmal eine Jacke werden. Aber wie du siehst, ja, und dann, ich habe mich dann halt dran gehalten, ja, wenn ich einmal den Fehler gemacht habe, ne, ich war sehr konsequent und habe mich dann dran gehalten und habe den Fehler dann halt die ganze Bahn durchgezogen, so, ne. Andere wird es jetzt stören, ja, mich halt nicht. Es ist halt so. Da habe ich nicht aufgepasst. Und dann dachte ich, ach nee, und das jetzt zu wechseln und das aufzumachen. Ja, und du siehst auch, ich habe das so. Es ist manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger vom Abstand, von der Fadenspanne her. Ja. Aber, wie schon gesagt, es ist ja ein Lernprozess. Ja. Hier sieht man manchmal, wenn ich dann Pause gemacht habe. Ja. Aber ich dachte, ich zeig's mal. Denn aller Anfang ist schwer und keiner ist perfekt. Und dann darf man auch mal sowas zeigen. Fertig. So, das häkle ich mit 6er Nadeln. Die habe ich von meiner Mama bekommen, weil die mag Metallnadeln nicht gerne. Ich bin auch mal gespannt. Sie hatte gesagt, das hat diesen Verschluss. Schnellverschluss. Also man kann wohl das Band hier wechseln. Sie hat mir da so eine ganze Packung von mitgegeben, weil das hatte sie sich mal gekauft und sie hat aber gemeint, sie strickt lieber mit ihren altbewährten Nadeln. Ja, vielleicht, wenn ich die gehabt hätte, wäre das vielleicht alles viel, viel schöner geworden, ne? Ich muss hier mit 9 rumgurken. Ja, aber ist nicht schlimm. Genau. Und das ist dann jetzt halt
vielleicht auch mal ab und zu mit dabei. Auch wenn das für einige wirklich einfach ist, das Stricken. Ja, ich bin da halt noch nicht so erfahren drin, aber ich dachte, ich probiere das mal aus. Und ja, mal gucken. Meine Schwester hat mir jetzt auch ein Stickbild gegeben. Und das ist so ein Vordruckbild auf 11 CT. Und ja, vielleicht zeige ich das auch mal, wenn ich damit gestartet habe. Du kannst mir ja gerne mal schreiben, ob dich das interessiert oder ob du eher sagst, ach nee, lass mal, ist gut. Aber ich finde eigentlich, jetzt für die 14 Tage sozusagen, ist das doch gar nicht so schlecht. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, an was du gerade arbeitest oder wo du dich austobst. Denn Arbeit ist das ja Ganze nicht, sondern es ist ja wirklich ein Hobby, es beruhigt, es macht Spaß und gibt einem Zeit, Kraft zu tanken, finde ich. Ja. Ja, ich freue mich auf deine Kommentare oder auf deinen Kommentar. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Und genauso würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch ein wunderschönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss.